Ihr Lieben, gerade in diesen Zeiten des Aufstiegs steht der transformierende Vagusnerv unter enormen Druck. Der Vagusnerv läuft durch die oberen Halswirbel und den Atlas. Und der Atlas ist der oberste Halswirbel, der den Kopf trägt. Und ja, der Vagusnerv ist ein Nerv, der aus dem Gehirn kommt und zu den Organen in Brust und Bauch geht. Menschen haben einen linken und rechten Nervenvagus unter jedem Schlüsselbein. Beide vermitteln hauptsächlich Informationen in Richtung Körper und zum Gehirn. Und deshalb ist eine Kommunikationsstörung durch eine krumme Haltung äußerst schlecht. Fast jeder hat Blockaden im Atlas durch Manipulation bei der Geburt, durch Unfälle, durch Langzeitstress. Auch Tiere übrigens. Und ja, das kann zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen oder zu einer Blockade bei der Genesung führen. Es ist definitiv eine Verbindung zwischen Krankheit und Wirbelsäule. Und nach der Korrektur des Atlas und der Halswirbelsäule beginnt der Körper von selbst zu arbeiten, sich zu regenerieren, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und nein, der Atlas trägt nicht nur den Kopf, er ist auch für die Verteilung von Stoffen verantwortlich, für die Reizweiterleitung übers Rückenmark und für das innere Gleichgewicht. Störungen zeigen sich in Muskelverspannungen, in Verspannungen der Wirbelsäule und des gesamten Skeletts. Ja, der Atlas ist ein offener Wirbel, durch den wichtige Systeme laufen, wie die Nervenbahnen und der Vagusnerv, der für die Entspannung verantwortlich ist. Weiterhin die Wirbelarterie, das Blutgefäß, das das Blut im und aus dem Kopf versorgt. Und der Wirbelsäulenkanal, der unter anderem für den Transport von Neurotransmittern, Nährstoffen und auch Abfällen sorgt. Und ja, durch eine fehlerhafte Positionierung des Atlas können diese wichtigen Systeme eingeengt werden, was zu gesundheitlichen Problemen führt. Deshalb hier eine einfache Übung für euch für Nacken, Schulter, Wirbelsäule und Vagusnerv. Lege dich gerade auf den Rücken, kein Kissen unter den Kopf, ganz wichtig. Dieses Kissen legst du unter die Mitte deines Rückens. Und jetzt geh, soweit du kannst, ganz wichtig, mit deinem Kopf nach rechts und spüre, wie sich deine Wirbelsäule dreht. Und jetzt drehe deinen Kopf nach links und wiederhole das Ganze ein paar Mal. Wie gesagt, nicht übertreiben und den Kopf nur so weit drehen, wie es geht. Und wenn du dies tust, kannst du spüren, wie sich deine gesamte Wirbelsäule langsam in Richtung deines Kopfes dreht. Ja, ihr Lieben, bei dieser Übung wird der Vagusnerv freigesetzt.
der so wichtig ist für eine natürliche Haltung, für die Versorgung deines Körpers, aber auch und vor allem für deine innere Ruhe und Entspannung. Rund um den Atlas gibt es übrigens viel eingelagertes Karma aus vielen Leben, das den Vagusnerv und den Lichtfluss im Körper unter Druck setzt. Und ja, das kann jetzt auch durch Verschleimungen der Atemwege, durch Schnupfen, Niesen, Husten und so weiter nach dieser Übung freigesetzt werden. Und ja, es ist wichtig, diese Übung immer wieder zu machen, denn gerade beim Übergang in die 5. Dimension steht der Vagusnerv unter enormen Druck. Trinke anschließend ausreichend Wasser, was sowieso in dieser Zeit sehr wichtig ist, damit die Energien fließen und Gifte ausgeschwemmt werden können. Trinkt man zu wenig Wasser, entzieht der Körper der Wirbelsäule Feuchtigkeit, was Rückenschmerzen erzeugt oder verschlimmern kann. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe und harmonische Bewegungen durch diese turbulente Zeit. Eure Silvia.